Hier nagt er, der sprichwörtliche Zahn der Zeit. Rost und Schmutz haben der betagten Laterne aus Gusseisen ziemlich zugesetzt. Höchste Zeit für einen Spezialisten. Der Restaurator bessert Schäden aus und schützt das Stück vor dem Verfall für kommende Generationen. Martin Wilperath ist Metallrestaurator. In seiner Kunstschmiede in Altrip restauriert er alte Kulturgüter. Sein neues Projekt, eine historische Laterne. Das sind jetzt alle Einzelteile von einer Laterne aus Schloss Rosenstein, vom Naturkundemuseum. Von einer Laterne, die wir abgebaut haben und die jetzt in unserer Werkstatt restauriert werden soll. Das Besondere an dieser Laterne ist, dass sie schon recht alt ist, ungefähr von 1830. Fast alle Teile sind bauzeitlich noch erhalten. Es gibt Korrosionsschäden, es gibt alte Reparaturen, die rückgängig gemacht werden müssen. Und auch das Farbsystem hat so langsam versagt. Hier sieht man, wie die Farbe so langsam abplatzt. Und das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass man rangehen sollte an die Sache. Also hier unten erkennt man jetzt eines der größten Probleme, und zwar die Korrosion, die sich hier unten abgesetzt hat in den Bereichen, wo immer die Feuchtigkeit steht. Oder auch hier an den Flügeln, die langsam weggedrückt werden von dem Rost, der immer weiter gegen die Bauteile drückt und irgendwann die Schrauben löst. Und das führt dann irgendwann dazu, dass die Stabilität nicht mehr gewährleistet ist. So haben wir hier das Problem. Hier sind ältere Reparaturen dran. Hier hat einer mit einem Schweißgerät dran gearbeitet. Das ist alles nicht so toll für das Bauteil und das werden wir jetzt Stück für Stück wieder rückführen auf die alten historischen Techniken. Das ist jetzt die obere Abdeckung. Die ist einfach mit Vogelkot verunreinigt. Das wird gereinigt und später wieder konserviert. Jede Menge Arbeit. Die historische Laterne besteht aus mehr als 20 Einzelteilen. Einige aus Kupfer, die meisten aus Gusseisen. Und mit denen geht es los. Die Voruntersuchung steht an. Also ich messe jetzt hier die Farbschichtdicke mit so einem farbschichtdicken Messgerät, damit man schauen kann, wie dick diese Farbe drauf ist. Denn wie in dem Fall hier ist die Farbe so dick drauf, dass sie reduziert werden muss. Also die muss ausgedünnt werden, damit man wieder einen vernünftigen Farbauftrag hinbekommt. Weil zu viel Farbe hilft halt auch nicht immer. Also ich nehme jetzt hier ein Fassungspaket ab, dass wir das nachher die Fassungsabfolge untersuchen können. Und dafür versuche ich ein Farbpaket zu finden, das möglichst komplett ist. Das heißt, von der ersten Beschichtung bis zur letzten Beschichtung. Und da haben wir jetzt hier ein ganz tolles Teil. Daran kann man es nachher gut sehen. So. Der hatte natürlich viele Farben. Also hier sind jetzt bestimmt 8 verschiedene Farben drauf, weil zu den verschiedenen Zeiten waren andere Farben modern. Und wir möchten ja gerne die Laterne wieder im ursprünglichen Bild erscheinen lassen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal das fürs Landesdenkmalamt auch belegen. Das sollte reichen für die Farbuntersuchung. Das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg ist der Auftraggeber für die Restaurierung. So, jetzt bereite ich die Farbproben vor für den Dünnschliff. Der Restaurator wird die Fassungsabfolge untersuchen, also alle Farbschichten, die seit der Entstehung aufgetragen wurden. Und dabei werden die Farbproben in Epoxidharz eingebettet. Und dann kann man die später anschleifen und unter dem Mikroskop betrachten und dann sieht man die einzelnen Farbschichten. So. Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Mischung von Harz mit einem Härter entsteht. Das hier. Ich nehme jetzt mehrere Farbproben, damit man auch sicher gehen kann, dass der Befund richtig ist. Fehler in der Dokumentation darf es nicht geben. Beispielsweise könnte an einer Stelle eine Farbschicht abgeplatzt sein. Das könnte das Ergebnis verfälschen.
Das Epoxidharz, das hält dieses Fassungspaket stabil, damit ich das nachher mit Schmirgelpapier anschleifen kann. Ja, jetzt nach der Aushärtungszeit kann ich die Probe auslösen und jetzt beginnt die Schleifarbeit. Also ich nehme jetzt die ersten Farbproben und beginne mit einer 400er Körnung. Also durch das Schleifen ebne ich die Oberfläche und kann so durch die einzelnen Farbschichten besser sehen, nachher unter dem Mikroskop. Jetzt kommt die 1000er Körnung. Und ganz zum Schluss die 2000er Körnung. Und dann ist die Oberfläche fast wie poliert. Das sollte reichen. Auf Basis der Farbuntersuchung von Martin Wilperath entscheidet das Landesdenkmalamt, welche Farbe die Laterne bekommt. So, jetzt habe ich die Farbprobe unterm E-Mikroskop. Und jetzt können wir hier auf dem Bildschirm die einzelnen Farbschichten genau erkennen. Das ist jetzt hier die erste Grundierungsschicht. Das kann man erkennen. Da unten sind noch Rissstücke von der Gusshaut dran. Und dann folgt schon der erste grüne Fassungsanstrich. Daraufhin kommt dann die schwarze Farbfassung. Und hier drauf dann nochmal die erste bleimändige Schicht, die hier deutlich zu erkennen ist. Sie ist sehr grobkörnig. Dann kommt hier drauf eine etwas gelbstichige Grünfassung, eine grüne Fassung mit einem schwarzen Schmutzhorizont hier oben drauf. Hier hinter liegt dann die bleimändige Schicht, wahrscheinlich aus den 30er Jahren. Das erkennt man einfach daran, dass sie schon wesentlich feinkörniger ist, die Pigmentstruktur. Daraufhin sieht man hier wunderbar den Schmutzhorizont und die graue Farbfassungsschicht. Und was ganz hier hinten liegt, das ist die Schicht, die man heute sieht, dieser graue Ton, der heute drauf ist, sozusagen, was man jetzt heute darauf erkennen kann. Jetzt geht's zur Sache. Überflüssige Farbe und Schmutzablagerungen müssen von den gusseisernen Bauteilen entfernt werden. So. Jetzt folgt als nächstes die Farbausdünnung. Dafür haben wir uns jetzt für das schonende Nadelentrosten entschieden. Mit diesem Verfahren kann man, ohne die Altsubstanz zu beschädigen, die Farbe ausdünnen und reduzieren und auch die Korrosionspakete runternehmen und haben nachher eine Oberfläche, auf der wir dann wieder einen Korrosionsschutz aufbringen können. Die einzige Sache ist natürlich, dadurch, dass da Farbe drauf ist, wie dieses Orangene, die bleimändige Farbe, die ist gesundheitsschädlich, wenn sie zerstaubt wird. Deswegen muss man sich entsprechend schützen, dass man auch wirklich nichts einatmet von den Feinstäuben. Mit einem Druckluft-Nadelentroster nimmt der Restaurator Rost und Farbe ab. Dabei darf er die Gusshaut nicht beschädigen. Also die gusseisernen Teile, die sind alle von der Farbschichtdicke zu hoch. Da ist zu viel Farbe drauf, das ist für den Korrosionsschutz später kontraproduktiv. Jetzt ist im Grunde alles runter, was lose war, was auch nicht mehr gehalten hat. Eine gute Viertelstunde hat allein die Bearbeitung dieses einen Bauteils gedauert. Alle gusseisernen Teile werden in der gleichen Art und Weise behandelt. Die werden alle mit dem Nadelentroster vorbehandelt und dann später mit diesem Penetrationsöl eingelassen. Das hat kriechende Eigenschaften und schützt die Oberfläche vor weiterer Korrosion. Im Grunde ist das Leinöl ein Leinölgemisch, was dann nachher abtrocknet. So, und jetzt haben wir das erste Bauteil schon fertig. Das erste Bauteil von vielen. Martin Wilperath kümmert sich jetzt aber erstmal um einen anderen Werkstoff. So, jetzt werden die Kupferoberflächen gereinigt. Dazu muss man möglichst schonend vorgehen, um die alte Patina nicht zu beschädigen, denn die soll auf jeden Fall erhalten bleiben. Deswegen muss man am besten mit einem Mittel vorgehen, mit dem erstmal möglichst wenig passiert. In dem Fall ist es einfach nur warmes Wasser. Schonend heißt das Zauberwort. Restaurieren bedeutet eben nicht wieder neu machen. Die Eingriffe sollten möglichst minimal sein und die Spuren der Geschichte achten. Die Kupferabdeckung gehört zum oberen Abschluss der Laterne. Also ich entferne jetzt hier Vogelkot zum Beispiel oder Blütenstaub, was sich oft ablegt, oder Staub aus dem Verkehr.
Denn diese Stäube, die können eben die Patina schädigen. So, jetzt können wir auch schon das mikrokristalline Wachs auftragen, dass später der Schmutz und der Staub darauf nicht so gut haften können. Also das Besondere an dem mikrokristallinen Wachs ist, also das könnte man jetzt im Notfall auch wieder abnehmen, wenn das bei einer nachfolgenden Restaurierung stören würde. Und damit das Wachs sich besser verteilt und dass das schön fließt, mache ich das mit einem Heißluftföhn warm, das ganze Bauteil. Die Kupferoberfläche konserviert er mit Hilfe des mikrokristallinen Wachses. Das ist jetzt hier eine Halterung vom Leuchtkörper. Hier sieht man das ist so hier ein Teil. Das war der obere Abschluss, den wir als letztes gemacht haben. Ja, und jetzt gehen wir mal an dieses Teil dran. Also es kann durchaus Unterschiede in der Patina geben. Kupferwerkstoffe, die haben immer eine unterschiedliche Legierung, eine unterschiedliche Zusammensetzung. Und so bildet sich dann auch die Patina unterschiedlich. Ne? Jetzt haben wir hier eine sehr dunkelbraune Patina und das ist hier dunkelgrün. Die von der Abdeckung, die ist dann schon eher hellgrün. Also da unterscheidet sich es einfach. Aber das macht ja dann das Objekt auch lebhaft. Der Restaurator reinigt und konserviert alle Kupferbauteile. Jetzt muss der Kettenzug her, denn der Sockel der Laterne aus Gusseisen ist ein echtes Schwergewicht. Das ist das schwerste Bauteil an der Laterne. Die anderen, die sind eigentlich eher handlich, die kann man eigentlich fast alle mit der Hand bewegen, die Teile. Dieses Teil, das wiegt etwa vielleicht 200 Kilo oder maximal 250 Kilo. Die 3 Löwenfiguren bilden den Sockel der Laterne. Der nächste Arbeitsschritt ist die Teilzerlegung. Dabei werden alle Teile vom Bauteil auseinandergenommen. Grundsätzlich ist das Ziel, intakte Verbindungen natürlich beizubehalten, aus dem Grunde des Denkmalschutzes. Und das macht das Ganze auch diffizil, weil man natürlich den Eingriff in das Objekt so gering wie möglich halten will. Und trotzdem die notwendigen Vorkehrungen treffen muss, dass das Ganze dann nachher auch wieder eine Weile hält und wartungsfrei ist. Also wir haben jetzt hier diese Löwenköpfe mit Löwentatze und an denen hat der Rost unten das Bauteil unterwandert und wird das jetzt auf kurze oder lange Zeit schädigen. Hier sind Schweißungen dran, da hat einer reparaturmäßig oder behilfsmäßig mit dem Schweißgerät dran rumgedoktert. Das ist natürlich bei Eisenguss keine gute Idee. Und diese Reparaturen werden wir jetzt alle wieder zurückführen. Die Fabelwesen mit Löwenköpfen und Flügeln müssen restauriert werden, damit sie für viele weitere Jahre stabil bleiben. Also ich werde jetzt hier die notwendige Teilzerlegung beginnen und dazu müssen diese beiden Schraubpunkte hier abgetrennt werden und dafür werde ich jetzt den Zwischenraum freilegen und zwar mit einem Meißel diese ganzen Korrosionsprodukte, den Rost und den Dreck, der da alles zwischen ist, erstmal hier rausschlagen. Noch hat sich der Fuß nicht gelöst. Der Restaurator greift zu einem elektrischen Werkzeug. Das ist eine Säbelsäge, mit der kann man massivere Querschnitte schneiden, ohne großartig die Altsubstanz zu verletzen. Hier ist jetzt ein Befestigungspunkt noch drin, der sich ein bisschen wehrt und der wird jetzt mit diesem Blatt durchtrennt. Martin Wilperath ist Restaurator im Metallbauerhandwerk. Er hat sich darauf spezialisiert, alte Kulturgüter vor dem Verfall zu bewahren. So, hier sieht man jetzt die ehemaligen Reste der Befestigung und natürlich den ganzen Rost, der sich hier entwickelt hat. Also ich denke, dass diese Verbindung tatsächlich bauzeitlich ist, das heißt von 1830 noch. Aber hier war leider nichts mehr zu retten.
Die Laterne stammt aus der Epoche des Klassizismus. Wer sie erschaffen hat, ist nicht bekannt. Eins steht aber fest: Die alten Verbindungen müssen raus. Also der Flügel, der ist auf jeden Fall auch schadhaft. Man sieht das hier hinten dran, dass hier die Spaltkorrosion zwischen ist, die den Flügel abkippt vom Objekt. Und auch hier werden wir nicht drum herum kommen, die alte Verbindung aufzumachen, denn ansonsten kriegen wir die Korrosionsprodukte niemals vernünftig rausgelöst. Okay, das hört man jetzt am Geräusch. Die Schraubverbindung ist noch zu fest. Das kriegt man so nicht abgespalten. Jetzt kommen wir nicht drum herum, den Schraubenkopf aufzubohren. Die alte Schraube sitzt noch extrem fest. Trotzdem muss sie weg, damit der Flügel instand gesetzt werden kann. Ich habe jetzt hier noch einen Kreuzmeißel geholt. Mit dem Meißel kann ich den Schraubenkopf wegspitzen. Möglichst vorsichtig tastet sich der Restaurator an die festsitzende Schraube ran. Hier erkennt man jetzt sehr gut die dicken Korrosionsschichten. Ich denke mal, dieser Bereich hier, das was vielleicht 1 mm Gusseisen, das dann aufgerostet ist, zu mindestens 5 mm. Und das hat diesen enormen Druck auf das Bauteil bewirkt. Jetzt muss dieser Bolzen hier entnommen werden. Das ist der Rest vom Schraubenkopf, damit wir ein neues Gewinde herstellen können. Leichter gesagt als getan, denn die Schraube will ihren angestammten Platz nicht aufgeben. Ein neuer Plan muss her. Jetzt fixiere ich den Löwen hier auf dem Tisch, damit ich ihn nachher vernünftig bearbeiten kann. Dass er sich nicht dreht, weil da wird man schon einiges an Kraft aufwenden müssen, um den Bolzen da rauszubekommen. Die Zange hilft auch nicht weiter. Ja, ist zu fest. Martin Wilperath greift zu extremeren Mitteln. Mit dem Brenner erwärmt er den Schraubenrest, in der Hoffnung, dass er sich löst. Vergeblich. Das kleine Stückchen Metall wehrt sich. Also es passiert sehr häufig, dass man erstmal eine Methode benutzt, die möglichst minimalinvasiv ist, also wo ich den geringsten Schaden am Objekt verursache. Und dann merkt man manchmal auch oder sehr häufig, dass diese Methode nicht ausreicht und dann muss ich die nächst wirkungsvollere nehmen. Also um jetzt die Schraube da rauszuholen, würde ich die jetzt erstmal abtrennen, so weit wie möglich mit dem Winkelschleifer und nachher mit diesem Fingerbandschleifer den Schraubenschaft oben bündig zu schleifen, damit man dann nachher mit dem Bohrer ansetzen kann und ein neues Gewinde reinschneiden kann. Der Restaurator trennt die alte Schraube so tief wie möglich ab. Bohrer, Zange, Gasbrenner, Winkelschleifer und jetzt auch noch der Fingerbandschleifer. Ganz schön viel Aufwand für das neue Gewinde, aber es wird. Martin Wilperath arbeitet an der Ständerbohrmaschine weiter. Ich bohre jetzt das Kernloch für die Schraube. Jetzt schneide ich das Gewinde in das Kernloch rein, das dann später dafür sorgt, dass die Schraube wieder greifen kann. Das mache ich hier mit
mit einem Wendeisen. Endlich ist alles vorbereitet für die neue Schraubverbindung. Probieren wir jetzt direkt mal aus. Das ist die neue Schraube, die später am Bauteil verschraubt wird. Da sollte man ein bisschen darauf achten, dass man eine Schraube nimmt, die auch schon vorher eventuell existiert hat. Zum Beispiel Schrauben mit Schlitz hat man zu der damaligen Zeit schon verwendet. Damit das Ganze authentisch wirkt, sollte man da bei der Restaurierung unbedingt darauf achten. Passt perfekt. So, auf der Seite haben wir jetzt die frischen Gewinde drin. Und auf der anderen Seite steht jetzt noch die überschüssige Schweißnaht von der ehemaligen Reparatur. Und die müssen wir jetzt vorsichtig abarbeiten, abtragen, ohne das Gussmaterial zu beschädigen. Schraube statt Schweißung. Der Flügel wird später mit der historischen Technik befestigt. Hier hat man gerade schön gesehen, dass das gar keinen Verbund hat. Die unsachgemäße Reparatur wird korrigiert. Viel Arbeit für den Restaurator. So, ich habe jetzt alle Teile abgenadelt und habe schon mal hier angefangen, die Gewinde reinzuschneiden für die Befestigung später an der Platte. Und dann folgt im Anschluss der Korrosionsschutz. Wenn die Aufbereitung der Gussteile abgeschlossen ist, werden die Oberflächen konserviert mit einer Grundierung. Das ist eine einkomponentige Dickschichtfarbe. Wichtig ist, dass die Farbschichtdicke ausreichend ist. Also es bringt hier nichts, ganz wenig Farbe dünn aufzutragen, sondern da muss auch eine ordentliche Schichtstärke drauf sein nachher. Die Oberfläche wurde vorher mit einem Rostschutzmittel auf Ölbasis behandelt. Nach dem Abtrocknen der Grundierung trägt Martin Wilperath den Decklack auf. Nachdem die Grundierungsschichten dick genug aufgetragen worden sind, kommt jetzt die Deckschicht. Und das ist der Grünton, für den das Denkmalamt sich entschieden hat. Nachdem wir denen die Farbuntersuchung zugesendet haben. So, wie man das hier sieht, muss das auch mindestens zweimal aufgetragen werden, weil die Grundierungsschicht durchschimmert. Das ist jetzt eine spezielle Farbe für Metalle und Metalloberflächen. Also die Metalle dehnen sich im Sommer aus und im Winter ziehen sie sich zusammen. Und diese Längenausdehnung, die muss das Farbsystem mitmachen. Sonst würde nach kürzester Zeit oder nach wenigen Wetterperioden würde dann das Farbsystem schon komplett reißen. Aluminiumpigmente lassen die Farbe schimmern. Die Deckschicht muss 2 Tage trocknen. Dann kann der Restaurator seine Arbeit kontrollieren. So, ich messe jetzt an dem gestrichenen Objekt die Farbschichtdicke. Und die sollte mindestens 150 μ haben. Ansonsten muss dann noch mal nachgebessert werden. Hier haben wir jetzt genau 150. Hier sind es 230. Die Farbe, die wird ja von der Witterung abgebaut und geschädigt. Und ja, das haben halt bestimmte Langzeitstudien ergeben, dass eben diese Farbschichtdicke sehr ausschlaggebend ist für eine langfristige Konservierung. Deswegen wird das auch relativ akribisch gemessen. Alles gut. Nach dem Trocknen der Farbe folgt noch eine kleine, aber wichtige Reparatur. Jetzt verkitte ich die Gusslunker, die hier in dem Objekt drin sind. Und die Gusslunker, die sind zum einen mal natürlich ästhetisch nicht gerade attraktiv, weil sich hier drin Schmutz sammelt und Feuchtigkeit. Daraus wird dann nachher Korrosion. Also es ist ein Grundprinzip bei der Restaurierung, dass man versucht, möglichst reversibel zu arbeiten. Das heißt, dass man alle Arbeitsschritte, die jetzt hieran gemacht werden, möglichst auch wieder zurückführen kann. Das heißt zum Beispiel dieser Metallkit, den trage ich erst auf, nachdem die Farbschicht aufgetragen wurde, denn dadurch ist schon eine gewisse Trennschicht zwischen diesen beiden Materialien. Gusslunker sind Gussfehler, kleine Hohlräume, die beim Erstarren des flüssigen Metalls entstanden sind. Also die Verkittung, die wird jetzt noch mal ein bisschen geschliffen, dass sie sich dem Untergrund anpasst und dass sie nicht auffällig ist. Und dann wird dann noch mal ein bisschen mit Farbe nachgeholfen. Und im Anschluss sollte man die Stelle dann gar nicht mehr erkennen. Der Metallrestaurator konserviert und lackiert alle gusseisernen Bauteile.
Dann ist es Zeit für die letzten Arbeiten in der Werkstatt. Während alle anderen Teile trocknen, baue ich jetzt schon mal die Einzelteile zusammen, die schon fertig sind, damit man mit einem maximal vorgebauten Teil auf die Baustelle kommt. Denn alles, was man in der Werkstatt machen kann, ist natürlich viel einfacher dort. »20 Bauteile aus Gusseisen hat Martin Wilperath sorgfältig restauriert. Komplett aufgebaut wird die historische Laterne vor Ort, an ihrem angestammten Platz. So, das soll jetzt wieder eine Weile halten. Gut so. Schließlich soll die Laterne in den kommenden Jahrzehnten Wind und Wetter trotzen. Also wir sind heute in Schloss Rosenstein in Stuttgart und montieren unsere restaurierte Laterne. Also als erstes fädeln wir den großen Löwenfuß über diese Stange. Die ist im Boden verankert und unten flexibel. Und durch diese Stange wird auch das Stromkabel geführt. Und der Rest hält über das Eigengewicht. Und da müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir konzentriert bleiben, dass nichts verrutscht und dass alles nachher an seinen Platz zurückkommt. Also wenn alles gut läuft, sollte der Aufbau in 3 bis 4 Stunden erledigt sein. Und dann müssen wir bestimmt noch mal herkommen, um ein bisschen Retusche zu machen und Farbe auszubessern oder kleinere Fehlstellen auszubessern. Langsam, 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 langsam. Ja, weiter. Okay, ab. Zurück. Warte mal, ich komme runter. Für die Montage der Laterne hat der Restaurator einen Kollegen mitgebracht. Okay. Zurück. Ja, okay, und ab. Stopp. Als nächstes wird der Vasenaufsatz montiert. Joachim Fischl muss konzentriert arbeiten. Also natürlich macht das Wetter für uns diese besonderen Umstände, weil eben Arbeiten mit Elektrizität und Arbeiten auf der Baustelle sind immer mit schlechtem Wetter unheimlich aufwendig und manchmal auch nervenzehrend. Aber das soll uns nicht davon abhalten, das heute aufzubauen. Die Männer bauen den Schaft der Laterne zusammen. Wunderbar. Okay, stopp. So. Der Regen strömt. Macht nichts. Die Laterne am Haupteingang von Schloss Rosenstein wächst Bauteil um Bauteil in die Höhe. Und dann ist es soweit. Die letzten Handgriffe für Martin Wilperath. Jetzt fehlt nur noch die Glaskugel. Der Metallrestaurator passt sie behutsam in den Leuchteraufsatz ein. Alle restaurierten Teile fügen sich nahtlos zusammen. Der Sockel mit den Fabelwesen, die Vase, der Schaft, alle aus Gusseisen und schließlich die Abdeckung aus Kupfer. Danke dir. Ganz oben drauf kommt dann nachher die Kupferbekrönung mit der gereinigten Glaskugel, in der dann auch das Leuchtmittel brennt. Und dann sollten wir fertig sein. Wie ist es denn zu fassen? Das letzte Stück. Geschafft. Der Druck fällt ab. Ich bin erleichtert, dass alles passt. Ja, und ich bin auch stolz, dass wir so einen schönen Auftrag hatten. Na dann, auf die nächsten Jahrzehnte. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.